Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute endlich mal wieder ein schöner Film aus Bayern. Die Sonne scheint, der Frühling kommt und da haben wir euch ein richtig tolles Mercedes Coupé einfach mal rausgeholt. Und zwar hier ein 3.5er, der ist voll restauriert worden und der ist so restauriert worden, wie er seinerzeit ausgeliefert wurde. Das ist nämlich ein amerikanisches Auto gewesen. Der war völlig rostfrei, der hat eine absolut super Karosse. Und der ist für ein Vermögen, was wir belegen können, voll restauriert werden. Schaut mal, wie schön dieser tolle, originale Chrom hier glänzt. Wie schön das aussieht. Die klassischen Doppellampen waren damals die US-Lampen. Die hat es aber dann auch in Deutschland gegeben beim 3.5er. Das ist hier der 8-Zylinder mit 200 PS und 205 Stundenkilometer Spitze. Er hat hier ein Chrom. Ja, so sieht das halt eben aus, wenn das wirklich alles neu gemacht wurde. Und das ist eben alles wirklich neu gemacht worden bei diesem Auto. Er hatte hier die Nebellampen, übrigens diese Spezialbeleuchtung hier vorne. Und dann hat er innen blaues Leder, was wunderschön passt zu dem Auto. Und wir werden jetzt, weil das so ein schönes Wetter ist, euch mal zeigen, wie der Wagen fährt. Das ist nämlich der absolute Alltagsklassiker. Mit dem Wagen ist man exzellent angezogen. Er gehört noch zu der Baureihe, wo die Leute seinerzeit stolz sein könnten, so ein schönes Auto zu fahren. Was dazu gehört, sind hier auch die klassischen edlen, feinen Weißwandreifen. Die dicken Weißwandreifen gefallen mir nicht, aber wenn die so aussehen, ich kenne ja die Originalprospekte aus der Zeit, so ist er gebaut worden. Er hängt auch nicht in den Federn vorne, schaut euch das mal an. Er hat einen sehr schweren Motor, die V8-Maschine wiegt eine ganze Menge. Aber wenn das alles gemacht ist, dann sieht es so aus. Er steht da wie ein Prospektauto. So, jetzt setze ich mich da mal rein. Ja, Mercedes 280 SE 3,5 Coupé, das war seinerzeit ein Auto, was fast 33.000 Mark gekostet hat und war zu den Zeiten 1969 bis 1971 richtig teuer, als die gebaut wurden. Und dementsprechend sind davon auch gar nicht so viele verkauft worden, die meisten übrigens in die USA und nur sehr, sehr wenige in Deutschland. Es sind also insgesamt gebaut worden 4.500 Fahrgestellnummern und davon 1.250 Cabriolets, die noch viel, viel seltener sind. Das sind Autos, die kosten heute zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Und dieser hier, wenn er wirklich perfekt ist, werden Preise bis zu 200.000 aufgerufen. Und wir werden euch gleich mal zeigen, warum solche Autos doch so einen stabilen, hohen Wert haben. Das ist nämlich das letzte Mercedes Coupé, was man seinerzeit in Handarbeit gefertigt hat. So, und was das bedeutet, ihr seht ja, wie das hier alles glänzt. Das waren weitgehend alles Originalmaterialien. Das geht mal los damit, dass er diese wunderschöne originale Lederbrille hat. Das hier ist alles Leder. Das ist bei dem Nachfolgemodell der Baureihe 107 dann nachher alles nur noch Plastik gewesen. Das hier ist noch handbeledert worden. Wir haben hier dieses hochwertige Wurzelholz dabei. Unser Auto hat die Sonderausstattung Berg Klimaanlage. Wenn sowas heute extra reingebaut wird, das ist möglich, das kostet ungefähr 12.000 Euro, kostet extrem viel Geld. Dann sitze ich hier hinter diesem tollen Volant, das ist ein schwarzes Lenkrad. Klassische Mercedes-Hupe funktioniert wunderbar. Hier vorne der große Drehzahlmesser, der geht bis 6.500 Umdrehungen. Also der 8-Zylinder-Motor war sehr, sehr drehfreudig. Und wenn man ihn also richtig fordert, gehen da auch bis zu 18 Liter durch. Fahre ich ihn normal, ist er zu bewegen mit 13, 14 Litern. Aber wenn man sich da mal überlegt, man muss ja diesen Verbrauch immer ins Verhältnis setzen zur Umwelt, wie lange so ein Wagen dann auch hält. Also unser Auto hier ist mittlerweile über 50 Jahre alt. Da kann man nur sagen, tolle Ökobilanz. Also das ist ein Auto, wenn ihr den 10.000, 15.000 Kilometer im Jahr fahrt, könnt ihr ewig halten, wenn der gut gepflegt wird. Ihr habt was ganz Seltenes, ihr habt ein total schickes, edles Auto. Ich glaube, das kann man gut erkennen, wie das hier alles glänzt heute in der morgendlichen Sonne. Das ist einfach eine Wucht. Also in so einem Mercedes zu sitzen, muss ich immer wieder sagen, es macht mir eine totale Freude. Die Technik Anfang der 70er Jahre war auch schon so weit, dass man sie als modern bezeichnen kann. Er hat hier 4 Bremsen, also 4 Scheibenbremsen. Wenn man drauf dreht, hält er auch wirklich, er läuft 200 Stundenkilometer, was eine Menge ist. Er ist in ungefähr 9,5 Sekunden von 0 bis 100. Dann hat unser Auto hier eine Mittelautomatik. Ganz selten damals war eine Schaltung.
Und er hat 4 elektrische Fensterheber. Das sind Extras gewesen, die seinerzeit bei dem Auto hier aber bestellt wurden. Und das Tolle bei unserem Coupé ist einfach, der ist vollständig restauriert. Und das ist von einer wirklich von der hochwertigsten Güte gemacht worden. Also man kann das kaum sehr viel besser machen. Und was das bei den Materialien, die hier verbaut sind, für ein Geld kostet, das kann man sich ungefähr vorstellen. Also man sitzt hier drin, man hat diese schönen Kotflügel, man hat die Panoramascheibe, wo man durchschaut. Man kann dadurch die Ecken sehen. Der Wagen ist also gut einzuparken. Ist relativ übersichtlich, hat auch hinten große Panoramascheibe, Rückscheibe. Und es ist hier ein Flachkühler. Das haben wir erklärt, ab 1969 gab es die Baureihe 111 ja noch als Hochkühler und das ist dann nachher als Flachkühler gebaut worden. Das war eine Frage vom amerikanischen Markt. Da wollte man das einfach, da stellte man sich das so vor. Und dabei rausgekommen ist dann dieses wunderschöne Flachkühler Coupé, so werden die Autos auch heute benannt. Kommen wir hier rauf? Nee, das ist nicht gut. Auch nicht da durchfahren. Wenn man hier vorbeifährt, aber Es ist immer spannend. Ja, unser Weg, den wir normalerweise fahren, der ist jetzt noch ein bisschen matschig, der ist im Sommer ja viel, viel schöner. Nur hier wirkt so ein Auto einfach toll und wir haben uns heute mal vorgenommen, euch mal ein 3.5 Coupé richtig genau zu zeigen, wie schön der eigentlich ist. Hallo, siehst du, Leute freuen sich, finden das toll, schöner alter Mercedes, nicht? Ja, das kommt bei den Leuten einfach gut an. Das hat einen Sympathieträger. Wir werden auch öfter mal von Leuten angemeckert, wenn man moderne Supersportwagen, das ist dann nicht so ganz sympathisch, aber so ein toller alter Mercedes, der glänzt, wo man die Qualität spürt, riecht, sieht, das kommt bei den Leuten immer noch gut. Also Begeisterung für so schöne alte Autos ist nach wie vor da, gar keine Frage. Und das wird sich auch halten. Es gibt immer mehr Fans dafür. Das ist ganz interessant. Es melden sich bei uns durch die Filme eine Menge Leute, die sagen, also ich habe das gesehen, ich habe bisher keine Oldtimer, aber das ist ja so toll, was ihr da habt. Sowas hätte ich auch gerne. So, jetzt fahren wir mal hier einfach gewagt auf die Wiese und hoffen, dass wir nicht versinken, weil das wäre ein bisschen doof. Nee, das tun wir nicht. Ne? Und wie stellen wir uns so quer hin? So, der ja, ne? jo. Ja, wunderbar. So, und jetzt habe ich euch ja versprochen, ich zeige euch mal, wie hochwertig so ein Auto gebaut ist. Schaut euch das bei dem Detail an. Also das hier ist die Mittelanzeige, da vorne ist die Tankbefüllung, da sieht man, da passen ungefähr 90 Liter rein in das Auto. Da ist die Wassertemperatur, da vorne ist der Öldruck, der muss immer zwischen 1,5 und 3 liegen, je nachdem, dann seht ihr, Maschine ist voll in Ordnung. Dann dieser wunderschöne große Tacho, der auch toll designt ist von VDO. Hier vorne ist die Laufleistung seit Restaurierung. Das sind 2500 Kilometer. Also man kann sagen, das Auto ist jetzt gerade gut eingelaufen. Hier vorne, eingefahren. Hier vorne haben wir die Frost, also Lüftung, wenn es hier vorne so ein bisschen beschlägt. Dann hat er hier Nebelbeleuchtung. Dann hat er hier die Innenraumbeleuchtung links. Und das sind hier die Belüftungslöcher von der Heizung. Schaut mal, alles in edlem Chrom. Also es ist einfach toll gemacht. Auch die Leisten, die praktisch das edle Wurzelholz einkleiden, ist halt hochwertig. Dann genauso hier, es ist alles mit Chrom ausgelegt. Da ist ja hier noch die gesamtumlaufende Holzleiste ums Dach. Und hier, also um die Frontscheibe, nicht? Und hier vorne Chrom. Auch beim Rückspiegel hier alles Chrom. Und ihr könnt sehen, da ist nicht ein Kratzer, nicht ein Rostpickelchen, das ist eben alles voll restauriert worden. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Nee, das können wir jetzt beim Amerikaner nicht machen, weil der quietscht. So, das war schade jetzt. Wie geht das so? Geht auch nicht, ne? Ja, jetzt hört er auf zu piepen, das war wegen dem Schlüssel. Ja, jetzt guck mal bitte hier rein. Die gesamte Türinnenverkleidung ist komplett mit Chrom ausgeschlagen. Das geht ganz unten herum und wir haben hier vorne, das ist die Einstiegsleiste bei dem Auto, dicke Chromleiste bis da vorne hin, auch neu. Hier vorne eine ganz dicke Chromleiste, also ich weiß, weil wenn sowas mal kaputt geht, das kostet Tausende von Euro, wenn ihr euch dann die Originalteile besorgt und das Auto hat hier die Originalteile. Also man hat hier bei der Restaurierung dieses Autos wirklich nicht auf Geld geachtet. Ich kenne den Besitzer, er hat gesagt, wenn ich das habe, dann mache ich mir das Beste oder ich lasse das. Und das geht beim Leder los, übrigens hier mit tollen, schönen, dicken Mittelarmlehnen, wo man einfach toll drin sitzt. Das sind so richtige Club- oder Salon oder richtige Salonsessel. Einfach wunderschön zu sitzen. Dann hat er Kopfstützen, finde ich wichtig, mal für einen Auffahrunfall, dass hinten der Kopf nicht runterfällt. Und es passen hinten also bequem noch 2 weitere Passagiere rein. Also das Auto kann man bequem mit 4 Leuten fahren. Zugelassen ist er mit 5. Ja, aber ansonsten, jetzt steigen wir vielleicht mal aus. Also ich zeige euch mal außen mal so ein bisschen was zur Qualität des Autos.
Jetzt gucken wir uns mal unser 3,5 Liter Coupé mal in der Freiheit an, also hier richtig in der Natur, wie wunderschön dieses Auto ist. Man hat hier, man hätte es weglassen können, aber das sind die original amerikanischen Blinker. Das war damals aus Sicherheitsvorschriften in den USA, die mussten dranbleiben. Und da das ein US-Auto war, hat man es wieder genauso restauriert, wie es war. Aber schaut euch mal hier die Qualität des Lacks an. Da guckt gerade die Sonne so ein bisschen drüber. Also der ist so klasse lackiert. Also ist genauso gut wie eine Werkslackierung. Besser kann man es wirklich nicht machen. Dann hier der gesamte Chrom. Das ist ein Auto, da muss man wirklich beim Detail gucken. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Die Gummis, das ist alles neu bei dem Auto. Von allerhöchster erlesener Qualität. Seht ihr das hier vorne? Normalerweise gibt es hier überall so kleine Pickelchen und so. Da vorne auch. Das hat er überhaupt nicht. Da ist die Regenleiste. Dann hier vorne, kleiner Blick, ihr wisst, beim 111er muss man immer auf die Ecke gucken, ob die gut sitzt, wie beim Neuwagen. Also besser kann das nicht sein. Warum? Original Daimler-Benz-Teile, absolut perfekt. Und man muss beim 111er, noch ein kleiner Hinweis, auch hier unten gucken. Die Leiste sitzt nämlich öfter mal nicht richtig. Und wenn hier Luft ist, Auto nicht kaufen, ist schon so eine Sache, ist da nicht richtig gebaut worden. Ja, wenn man mal so ein bisschen weiter weggeht, er hat Colorglas, hat hinten die Lautsprecher. Das war damals Standard, damals ging es gerade mit Stereo los, also 2 Stück. Und hinten auf der Rücksitzbank gab es damals keine Kopfschützen. So, wenn man mal weiter rumgeht, die Begrenzungsleuchte war hinten immer rot bei den Autos. Und ab 1969 hatten die Autos dann auch gelbe Blinker, das war seinerzeit Vorschrift. Da haben sich die Verkehrsvorschriften geändert. Tank ist hier unten drunter. Da ist der Tankdeckel hier vorne und hier ist auch noch original, hier die Originalbelüftung, also nicht Belüftung, sondern die Luft, oh, hoppla, Entschuldigung, für die Reifen, was man da, also das ist alles richtig restauriert worden. Schaut mal hier, da ist normalerweise von schweißigen Fingern, die haben immer Pickel, die Griffe, hat er nicht. Das ist wirklich alles neu. 2.8 CSE, man hat das damals stolz hinten aufs Heck geschrieben, 2,8 Liter Maschine, S-Klasse Coupé mit einer 3,5 Liter Maschine, das hieß 3500 Kubik. Gewogen hat der Wagen ungefähr 1800 Kilo, also es war schon richtiges Schwergewicht. So Airbag oder ABS hat er natürlich noch nicht gehabt, das gab es damals nicht. Schaut mal hier, noch mit alter originaler Kokosmatte, voll cool, das ist ganz selten. Schaut mal hier drunter, das ist die Gummimatte, die da reingehört. Auch hier, guckt euch das mal an da vorne. Ist normalerweise gerne mal angerostet oder sogar durchgerostet, nicht bei unserem Auto, ist neuwertig. Also hier ist wirklich egal, wo man guckt. Das Auto ist eher ein Neuwagen als ein 50 Jahre altes Auto. Einmalig gemacht. Und das sitzt und passt auch alles. Und die haben hier wirklich diese Lackierung hier, die ist sensationell gut. Schaut euch das mal an. Wir haben hier helles Wetter hier oben. Da würde man Pickelchen oder Unebenheiten sofort sehen. Aber die Qualität, also die Fertigungsqualität von der Restaurierung bei dem Wagen, ich glaube kaum, dass man das toppen kann. Das ist schon wirklich gut. Stoßstange sitzt gerade, die sitzen ja oft auch schief. Ihr müsst euch mal die Bilder von solchen Autos angucken. Die sind immer irgendwo gegengerumst. Da hängt vorne die Stoßstange, die ist ein bisschen schief. Man sieht das immer gut von der Seite. Aber hier kann man erkennen, das ist wirklich wie aus dem Originalprospekt von 1970. Das ist alles tipptopp. Also besser kann so ein Auto, wüsste ich jetzt gar nicht wie sein. Und hier finde ich sogar schön, dass sie den amerikanisch gelassen haben, wie er ausgeht. Das wird ja heute immer wichtiger. Original, so wie es war, ist den Leuten immer wichtiger. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die machen die amerikanischen Details dann weg, damit man das nicht mehr erkennt. Aber das war mal ein US-Auto. Deswegen hat der auch noch so eine tolle Karosse, weil der nie verrostet war. Schaut euch das einfach mal an, wie der da steht. In welcher Qualität, also ich behaupte mal, besser als ein Neuwagen kann auch der nicht sein. Also nee, das ist natürlich Quatsch, was ich jetzt gesagt habe. Umgekehrt. Also Neuwagen war auch nicht besser, so ist es richtig. Er ist perfekt restauriert. Man sieht, wie er in den Federn steht. Ich mache euch jetzt mal vorne den Motorraum auf. Ihr könnt da mal reinschauen. So, hier rechts unten ist der Hebel. Aber wir müssen aufpassen, hier ist, ja Paul, aufpassen, ein bisschen schmutzig hier. So, ja guck mal da rein. Also neuer geht's doch nicht. Der Wagen ist fotodokumentiert, komplett restauriert worden und hat auch diese tolle Ausstattung. Das kann man hier übrigens an den Ausstattungsplättchen sehen. Schaut mal hier, welche Extras der hat. Also er ist fast voll ausgestattet. Und ich hole euch jetzt noch mal 2 oder 3 Bilder, die habe ich nämlich mitgenommen, worauf man erkennen kann,
wie gut dieser Wagen restauriert wurde. Das ist nämlich alles fotodokumentiert. Schaut mal hier. So sieht eine rostfreie Originalkarosse aus, wenn sie komplett entlackt wurde. Es ist alles gemacht worden, schon mal hier. Das ist alles mit dabei, das ist alles fotodokumentiert, Technik. Also neuer kann man das nicht machen, das geht einfach nicht. So, und so ein Auto kann man natürlich nicht für 100.000 € kosten, weil der Aufwand, das so machen zu lassen, war schon extrem. Also ganz extrem, weil wir haben überall geguckt und das Auto ist wirklich in jeder Ecke neuwertig. Also auch die Viergang-Automatik, die fährt sich ruckfrei, das haben wir eben gerade gemerkt. Ja, Servolenkung hat er natürlich auch, das könnt ihr hier vorne sehen. Hier ist die Servolenkung. Also alle Details an dem Auto sind fast werksausgeliefert. Und das sind nicht irgendwelche Nachbauteile oder was der Teufel, wo die alle herkommen zum Teil. Es ist alles neu. Das ist übrigens ein Autobaujahr 1971, also einer der letzten, die überhaupt vom Band gelaufen sind. Und Zustand von dem Auto, ja, klasse. Das ist einer der schönsten Coupés, die wir bisher gehabt haben. Ich meine, gut, Original ist Original. Da kann man jetzt sagen, das hier, da weiß ich wirklich, ich kaufe so einen alten Wagen in neu. Man sieht das übrigens auch an den Ledersitzen, die Perforation, ne? Dieses schöne Leder, das ist richtig so. Guck mal hier, wie toll das gemacht ist. Also das ist schon ein ganz großes Kino, das Auto. So, jetzt ist mir so kalt, jetzt würde ich mich gerne wieder reinsetzen, weil es immer noch 8 Grad hat. Ja, so fuhr sich ein Mercedes Anfang der 70er Jahre. Ab 1971 war dann vorbei damit. Da fing wirklich die Moderne an, die Baureihe 116, Baureihe 107. Da ist sehr viel mehr Plastik verbaut worden, da gab es keine Handarbeit mehr. Das ist hier alles noch der Fall. Das ist eigentlich der letzte handgearbeitete Mercedes. Und dann auch in dieser Qualität, auch diese schöne Farbe. Ich finde das Silberlederblau ganz edel, ganz edel. Also wirklich ein wunderschöner Wagen zum Cruisen. Könnt ihr herrlich 140 mitfahren, ihr kommt überall wunderbar entspannt mit an. Das ist ein Auto für lange Strecken, Spitze 200 sogar. Gut, das muss man jetzt nicht ausreizen, aber es geht mit so einer Maschine, die war immer sehr, sehr zuverlässig. Elektrische Antenne. Funktioniert. Machen wir mal wieder aus. Also geht alles bei uns am Autochen hier. Und der lässt sich auch wirklich flott bewegen, ne? Die 8-Zylinder-Maschine war wirklich dann die moderne. Die haben wir bis damals noch 250 SE oder 280 SE gebaut, die 6-Zylinder. Aber der 3.5er war ein richtiger technischer Schritt nach vorne. Mit einer Einspritzanlage von Bosch. Also der Wagen ging richtig los. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen 3.5 Limousine mal gehabt früher, der lief 210 Tacho, 215 Tacho, die waren ziemlich schnell, die Autos. Und das Einmalige an so einem schönen Mercedes Coupé ist einfach, das ist was Edles. Man fühlt sich einfach ganz besonders, wenn man sowas fährt. Das ist eine Zeit, da war man absolut stolz auf seinen Wagen. Da gab es auch diese Neidgeschichte nicht so. Da musste man auch für Parkplätze nicht mehr bezahlen als für ein Hotelzimmer. Was ich da erst in Paris gehört habe, da lohnt es sich ja fast, wenn man vorne Garagentore in die Hotels reinbaut und da mit dem Auto parkt. Das ist ja billiger, als wenn ich mal einen normalen Parkplatz suche. Ja, fahren tut er toll. Ich glaube, ihr merkt das.
Ein herrliches Auto zum Cruisen, wunderschöner Oldtimer, beste Daimler-Benz-Qualität. Und das war es ja, wodurch Mercedes überhaupt groß, berühmt und stark geworden ist. Damals hat man sich hier nicht groß getraut, irgendwelche Plastikteile zu verbauen. Jetzt mal vom Lenkrad abgesehen oder so, aber wie schön der läuft, wie ruhig der fährt. Herrlich. Die winken uns, hast du gesehen? Das sind die Jungs, die finden das ja gut. Die waren vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt, so meine Kinder. Die sind begeistert. Es fällt eben auf, wenn so ein schöner Wagen, der glänzt ja durch den Chrom, das fällt ja auf. Das tun die heutigen Autos überhaupt nicht mehr. Die haben uns zugewunken eben. Ja, klasse. Vielleicht kennen die sogar unsere Filme, wer weiß. Hier in der Gegend sind wir ja ganz gut bekannt. Ach, guck mal, wie schön, jetzt bei Sonne. Das ist doch ein Gedicht, jetzt so einen Wagen zu fahren. Übrigens interessant, bei einem Coupé, wenn da alle 4 Fenster runter sind, konnte er im Sommer ohne Probleme 100 mitfahren. Es zieht nicht. Es gibt nämlich keine B-Säule, keinen Pfosten oder Wintergegensaus, sondern es zieht einfach vorbei. Und da gibt es halt bei diesem 111er Coupé diese wunderschöne Linie. Ist einer der schönsten Coupé-Linien überhaupt, die ich kenne. Das ist auch der Grund, weshalb diese Autos heute sehr gesucht sind und gute Modelle wirklich gefragt und auch zügig verkauft werden. Aber ihr müsst halt gucken, wenn die nicht wirklich gut sind, die Autos, kostet es sehr viel Geld, die in Ordnung zu bringen. Und sowas wie hier, dass der Wagen ja fast neuwertig ist, ist eigentlich so gut wie gar nicht am Markt. Das ist übrigens interessant, bei unserem, der wird ja Flachkühler genannt, war es das erste Mal, dass Daimler-Benz seinen Stern ein bisschen verkleinert hat. Also bei der Baureihe 111 bis 1969 September war der Stern noch größer, war vorne die Haube auch noch ein bisschen höher, das sah noch majestätischer aus. Das war hier schon leicht amerikanisiert, alles ein bisschen flacher. Da merkt man schon so ein kleines bisschen die Moderne. Und diese Maschine, der 3.5er Motor, ist ja ganz, ganz lange Jahre gebaut worden, bis 1980, 81 im 116er. Deswegen ist der auch so interessant. Der hat eigentlich schon die Technik vom Nachfolgemodell, was 10 Jahre gebaut wurde. Man hat also hier diese tolle alte Karosse, dieses hochwertige Material noch und das schon mit der neuen Technik. Deswegen ist ein 3,5 Liter so gesucht und so gefragt. Das ist einfach einer der interessantesten und schönsten Fahrzeuge zum Nutzen ja auch, die Mercedes überhaupt gebaut hat. Ja, das waren jetzt wieder 20 Kilometer durch Bayern fahren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt wird das Wetter ja auch endlich besser, da können wir auch wieder schöne Fahrfilme machen. Es macht mir auch mehr Spaß. Die letzte Zeit gab es ja mal Standfilme und so, aber es war so schlechtes Wetter, da konnten wir mit unseren schönen Fahrzeugen einfach nicht rausfahren. Aber das ist jetzt wieder möglich. Ja, da sind wir. Ich sage mal wieder Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal, bis zu unserem nächsten Film. Wenn das Wetter bleibt, machen wir heute Nachmittag noch eine wunderschöne Pagode, die uns gerade gebaut wurde. Die steht da vorne. Und da geht es weiter mit guten Filmen. Alles Gute, bis dann, euer Stefan und Ciao.